Entschuldigung bitte, haben Sie heute schon über Filme gesprochen? Nee, habe ich nicht. Ist das denn eine Option? Das sollten wir dringend tun. Ab dafür. Wunderbar. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder und begrüßen uns ja nach einer Art Sommerpause. Gefühlt. Ja, gefühlt. Ja, also es ist, glaube ich, ein knapper Monat. Nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, ich würde sogar eher sagen 3 Wochen oder so. Mhm. Oder, ja, wobei, Ja. sagen wir mal einen Monat. Knapper Monat. Ja. Also, wenn man jetzt weiß, dass wir vorher dann schon fast im wöchentlichen Rhythmus ein paar Sachen aufgenommen haben, war es schon ein bisschen Pause, aber wir wollen ja auch ein bisschen sammeln, damit wir gucken können und so. Und wir müssen uns ja dann noch so ein bisschen finden. Ja. Ja, genau. Ne? Und jeder hat ja so ein bisschen Filme schon mal rausgeguckt. Aber ich muss sagen, nicht so viele, wie ich wollte. Ich habe jetzt quasi so die nächsten beiden, die sind in meinem Kopf fest, welche ich nehmen werde. Danach gucke ich mal. Aber habe so ein paar Ideen, aber mal gucken, welche es werden. Ja. Irgendwie die Zeit ist mega schnell vorbeigegangen. Irgendwie so wirklich nichts zu tun war ja auch nicht. Ja, genau. Aber geil, dass es jetzt wieder losgeht. Hab Bock. Ja. Vor allen Dingen, also es hört nie auf. So, ne? Also man muss immer über Filme reden. So. Dafür sind wir hier. Das machen wir gerne. Ja. So, und Andere Themen haben wir halt auch nicht, zu denen wir irgendwas sagen könnten. Nee. Ja, und jetzt, aber vorweg schicken muss ich trotzdem so, dass wir immer unser Gehirn so ein bisschen sortieren müssen, weil wir haben jetzt in den letzten 2 Tagen schon 8 Filme gemeinsam jetzt gesehen. Ja. Und ja, über einen sprechen wir jetzt heute. Über einen sprechen wir heute, den wir jetzt auch ganz, ganz frisch gesehen haben. Und zwar war das einer, der mir sehr, sehr wichtig ist, weil das einfach so voll das Kindheitsding für mich ist. Und zwar John Carpenters Big Trouble in Little China. Genau. Von 1986. Amerikanische Produktion. Genau. Letzte Major-Studio-Produktion von Carpenter für eine Weile. Ja, aus Gründen. Aus Gründen. Und ja, ich muss sagen, jetzt eben halt, wir haben den jetzt frisch gesehen und ich finde den Film immer noch super geil. Ja. Ich habe eben auch noch gedacht, der ist jetzt knapp 40 Jahre alt und der ist auch fantastisch gealtert. Der ist einfach dadurch, dass er so tolle Effekte hat und wie das alles, den kann man immer noch wunderbar heute präsentieren. Absolut. Und was mir jetzt, weil ich habe ihn jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen gehabt, richtig aufgefallen ist, der Pace, der ist mega hoch von dem Film. Also da passiert die ganze Zeit etwas. Der hat keinen Moment, wo irgendwie Langeweile aufkommt und alles treibt die Story voran. Ja. Und der geht ja auch, da hat ja jetzt keine Überlänge, der Film oder so. Nee, der ist schön knackig kurz. 90 Minuten. Aber das oder was, stimmt, oder der fängt an und du bist sofort mittendrin. So, du wirst 2 Minuten lang, wird so ein bisschen eingesprochen, damit man so ein bisschen Character Building hat. Aber danach geht's direkt los. Bam, 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 alles hintereinander. Absolut. Und da du die erste Szene schon erwähnst, das ist ja Egg Chan, der Egg Chan. Ja. Action, glaube ich. Action. Ist das eine Pun? Das fällt mir jetzt auch beim laut aussprechen, wenn Weiß Action nicht. war. Also auf dem Wagen steht ja auch immer Egg und die nennen den ja auch später nur noch Egg. Ja. Ja. Wie auch immer, der spricht auf jeden Fall halt bei seinem Anwalt irgendwie eine Story rein, die Jack Burton, der von Kurt Russell gespielt wird, heroischer darstellen soll und halt quasi so eine kleine Exposition gibt für den Film, die aber eigentlich nicht vorgesehen war. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich würde, wenn ich den Film irgendwem zeigen würde, der den nicht kennt, würde ich die Szene überspringen, damit sich diese Story, die dann so ins fantastische, märchenhafte sich entwickelt, dass man das halt erst beim Gucken merkt, weil das nimmt das da ja schon so ein bisschen vorweg und war halt nicht vorgesehen und bringt halt auch gar nichts. Genau, war überhaupt nicht vorgesehen und ist auch erst nachträglich auf Wunsch des Produzenten hinzugefügt worden und erst gedreht worden. Ja. Ja, gibt nix eigentlich, diese Szene, kann man auch wirklich weglassen. Ja, ich finde nicht nur, die gibt nix, ich finde, die macht eher kaputt ein bisschen. Weil, also die ist nicht dramatisch schlimm. So, als ich den Film als Kind gesehen habe, zum Beispiel, hat mich das nie gestört, weil ich natürlich auch die Hintergrundinfos dazu nicht hatte und ja, da hat man das halt so als gegeben hingenommen. Aber wie gesagt, ich finde halt schade, das ist genauso wie wenn du bei From Dusk Till Dawn, bei From Dusk Till Dawn
Wie immer. Ja. Wenn du bei From Dusk Till Dawn irgendwie schon am Anfang sagen würdest, ja, übrigens, es werden Vampire vorkommen in dem Film. Spoiler-Alarm. Ne, da macht man einfach so diese Experience beim ersten Mal gucken kaputt. Und das fand ich auf jeden Fall extrem schade. Aber ist auf jeden Fall nicht so dramatisch und dann geht's ja halt auch direkt los mit der Truckfahrt, in dem Kurt Russell podcastet, bevor es cool war und einfach da über den SB-Funk. Das ist ein Kollege. Ist ein Kollege. Über den SB-Funk. Ey, darüber habe ich auch so lange nicht mehr nachgedacht. SB-Funk war ja echt mal eine Sache. Ja, es war auch wirklich so ein Hobby-Amateur-Ding. Das SB-Funk war auch teilweise bei Leuten, die gar nichts mit LKWs zu tun hatten. Ey, wir hatten das. Ich weiß, wir waren immer, im Sommer waren wir 4 Familien, die in den Urlaub gefahren sind. Mhm. Und da hatten wir eine Zeit lang, also das wird dann so, Mitte bis Ende der 90er, so würde ich es schätzen. Verrückt. Da waren wir 4 Autos halt, ne, 4 Familien und da hatte jeder halt einen SB-Funk. Und dann hat man halt, ne, so, weiß ich nicht, nächste Raststätte, Pinkelpause oder was auch immer. Und hat halt auch da irgendwie rumgeblödelt oder so. Aber das war eine Sache. Ja. Und da manchmal hast du dann ja auch noch irgendwie Sachen reinbekommen von außerhalb, von anderen Leuten. Ja, klar, die Frequenzen waren ja so ein bisschen limitiert. Ja. Weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ja, die Frequenz weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aber es gab irgendwie nur so eine Handvoll Kanäle, wo man sich dann untereinander committen konnte und ja, das ist schon eine weirde Sache gewesen und wie wir auch eben im Film nochmal angemerkt haben, ich denke dann auf jeden Fall auch direkt zum Beispiel an Joyride, weil da wird das ja auch als prägendes Element genutzt. Mhm. Auch ein toller Film. Hallo, Zuckerstange. Hier rostiger Nagel. Genau. Ja. Ja, auch cool. Ja, aber wir müssen, glaube ich, erstmal ein bisschen was, wir haben jetzt Kurt Russell gedroppt, wir haben jetzt den John Carpenter erwähnt, aber wir müssen, glaube ich, so ein bisschen drumherum erstmal erzählen. Was meinst du genau? Ja, vielleicht entweder so die Story einführen oder wie sind wir dazu gekommen? Vielleicht ist das die Frage. Das ist ja auch dein Vorschlag gewesen für unser Gespräch. Ich habe den Film jetzt auch schon mindestens 15 Jahre nicht mehr gesehen. Aber wie bist du zu der Wahl gekommen? Ja, gute Frage. Ich habe nachgedacht, welchen Film ich halt als nächsten nehmen könnte. Wer macht denn sowas? Warum die Wahl drauf letzten Endes gefallen ist, weil habe ich den auch länger nicht mehr gesehen. Also nicht unendlich lange her, dass ich den gesehen habe. Irgendwann, als ich mir die Blu-ray gekauft habe, hatte ich den damals schon geguckt. Aber das ist Jahre her und ich wollte auf jeden Fall irgendwie einen Film haben, der so ein Sommerblockbuster in meinem Kopf ist. Also ein Film, was Sommerblockbuster für mich bedeutet, ist absolute Unterhaltung. Also dass Unterhaltung in dem Film irgendwie im Vordergrund steht, dass er natürlich solide ist und bei mir noch so eine gewisse Nostalgie auslöst. Und das trifft bei dem Film das trifft alles zu bei Big Trouble in Little China. Ich habe den Film als Kind wirklich geliebt und der lief damals auch in meinem Empfinden zumindest sehr, sehr häufig im Fernsehen. Ob es dann irgendwie Kabel 1 war oder ich weiß gar nicht, ob der auf Pro7 war. Ja, das ist so ein Abenteuer-Fernsehfilm, genau, das passt. Und also immer, wenn ich konnte, habe ich den geguckt. Und ich war jetzt als Kind nicht so der mega China-Fan oder so, aber der Film hatte komplett so dieses Ding, was ich auch an der Rikscha Geisterbahn zum Beispiel im Phantasialand super geil finde. Diese Atmosphäre, diese chinesischen Geister, dieses chinesische, mystische, das fand ich total faszinierend als Kind. Ist bei dem Film auch wirklich ein ganz starker Punkt. Ne? Also, absolut. Ne? Also das steht sehr im Vordergrund und es gab sogar während der Dreharbeiten und John Carpenter sein Ding gemacht hat, gab es dann auch ein bisschen Konfrontation mit den Produzenten. Die haben sich das ein bisschen anders vorgestellt. Vielleicht gehen wir gleich nochmal auf die Geschichte ein, auch was Drehbuch und Adaption und sowas angeht. Aber auch das. Aber es gab definitiv dann irgendwo, das hat John Carpenter in einem Interview erwähnt, gab es dann irgendwann die Aussage, dass einer der Produzenten zu ihm gekommen und hat gesagt, vergiss bitte nicht, dass das hier ein weißer Film ist. Und der hat sich echt gedacht so, ey, was bist du denn für ein Arschloch? Was willst du mir hier erzählen? Ja. Also wirklich. Also hat nichts mit dieser Woke-Sache zu tun, aber so eine Aussage zu treffen bei einem
visionären Regisseur, der sich da was Tolles ausgedacht hat, wobei so der eine damals Welt die Rezeption einzufangen. noch nicht hatte, ne? Das kam ja, Ja, im aber Nachhinein. es ist trotzdem so, was ist das für eine Aussage? Ja, wobei man muss dazu auch sagen, also ich habe auch ich habe mir den Audiokommentar halt angehört und da erzählt Carpenter, also John Carpenter und Kurt Russell, Audiokommentar auf der Blu-ray, der ist von 2001, der Audiokommentar, da haben die den anlässlich eines Jubiläums oder eines Releases eingesprochen. Da haben die halt auch erzählt, dass das auch aus der chinesischen Community, haben die durchaus Kritik bekommen, dass eben ein weißer Regisseur diesen Film gemacht hat. Und da gab es halt so Kritik und da reden dann John Carpenter und Kurt Russell auch so ein bisschen darüber, dass die bis zu dem Zeitpunkt irgendwie immer dachten, dass bei so Filmen so eher so Politiker, Konservative bis Rechte halt eher sowas machen, dass die sich halt über bestimmte Sachen beschweren und irgendwie versuchen, etwas zu verbieten und dass die damals halt schon dann, also in den 80ern, gemerkt haben, ja, okay, gut, das kann halt auch irgendwie eher aus linken Kreisen kommen. Und dann machen die sich da so ein bisschen drüber lustig, so, weil das, wenn die da drüber reden, das ist dann diese Anfangsszene, wo Lo Pan das erste Mal diese Blitze aus den Augen, also diese Lichtstrahlen aus Augen und Mund kommen und dann sagen die so, yeah, Chinese people aren't supposed to have light shut out of the eyes oder irgendwie sowas in der Art, sagt er dann. Und dann lachen die da halt so drüber. Also war irgendwie ein Thema, aber ich glaube, dann letzten Endes kein großes am Ende. Es ist natürlich irgendwie so, dass dass das halt natürlich auch irgendwie mit Klischees spielt, das Ganze. Und es ist halt ein Film, ne? Und die haben da halt ist ein auch... Unterhaltungsfilm. Ist ein Unterhaltungsfilm, voll, ne? Von vorne bis hinten. Die haben da halt, natürlich ist da auch irgendwo dieser Fu Manchu-Charakter drin, so dieser böse chinesische Mastermind, aber eben halt auch viel aus der Mythologie, viel märchenhaftes, Paranormales. Ja. Aber die haben das alles halt gemasht, um halt einfach so einen überlebensgroßen Bösewicht zu kreieren. Und das haben die halt super geschafft, finde ich. Und so eine geheime, mystische Unterweltstadt, die eben in Little China irgendwie unter der Straße passiert. Ich weiß gar nicht, die sagen einfach unterhalb von Chinatown. Ja. Und wenn man dann halt noch sagt, ne, dass das Kritik ist, dass das halt ein weißer Regisseur und ein weißer Hauptdarsteller ist, muss man bedenken, dass sonst fast der komplette Cast, bis auf Kim Cattrall, sind alles chinesische Darsteller, die da spielen. Und es ist ja sogar noch so konzipiert gewesen von Anfang an von Carpenter, dass ja der eigentliche Held ist der so auf den ersten Blick der Sidekick ist, nämlich der von Dennis Dunn gespielte Charakter. Ist die Hauptfigur eigentlich. Die eigentliche Hauptfigur. Ja. Weil, ne, wenn man mal drauf achtet, der weiß eigentlich fast immer alles, der kann kämpfen und Jack Burton ist halt eigentlich immer, der hat eine große Schnauze und ist aber immer so einen halben Beat hinten an. Also der kriegt ja vieles irgendwie nicht richtig mit oder vieles funktioniert auch nicht bei dem. Da sind ja durchaus Slapstick-Elemente dabei. Die einzigen Sachen, die er schafft, ist tatsächlich dann ganz am Ende der Kill von Lo Pan. Ja, stimmt. Das trägt er wirklich dann dazu bei. Und gut, natürlich noch so ein paar andere Sachen, aber im Grunde ist der Main Character Dennis Dunn. Ja, das ist richtig. Und das ist aber auch, das hat John Carpenter auf jeden Fall auch bewusst so gemacht und hat dann, nachdem der bei den ersten Testscreenings dann ein bisschen eine Schelte bekommen hat, hat er dann auch gesagt, so, ihr habt es einfach nicht verstanden, so, warum die Figur so ist, wie sie ist. Ne? Ja. Und das waren ja vor allem die Studio-Executives, die das nicht verstanden haben und deswegen ja auch drauf bestanden haben, dass er so als Held eingeführt wird und dann diese Introduction halt noch gefilmt wurde. Ja. Generell scheint ja, das noch zu den Studio-Executives, haben die irgendwie nicht gewusst, oder nach Aussage von Carpenter und Russell zumindest, nicht genau wussten, wie die den Film vermarkten sollen, weil die Testvorführungen, die kamen wohl phänomenal gut an und die Presse, die dabei war, hat den auch gefeiert, den Film. Also es kamen wohl auch diverse Journalisten zu Kurt Russell und meinten, ja, ey, wie fühlt sich's an, zu wissen, dass man hier im Hit des Jahres mitspielt? Ja. Und dann das hab ich auch gehört. Haben die sich halt alle super gefreut auch, ne? Aber es gab kein Marketing für den Film. Der ging damals unter in dem Jahr. Ne? Also der erfolgreichste Film 86 war dann ja Top Gun. Und was noch auch irgendwie oddly enough war, dass ein zweiter großer Major-Film kam, der diesen chinesischen mythologischen Aspekt halt drin hatte, mit Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Genau. Und da hat Carpenter ja noch gesagt, ey, irgendwie fucking 25 Jahre passiert nix an der Front und kaum mache ich das, kommt auch noch irgendwie gerade zu dem Zeitpunkt im gleichen Jahr
zufällig. Ja. Das zweite halt noch hinterher. Der Film ist übrigens auch super. Auch noch so ein Kindheitsfilm, den ich super mit meiner Kindheit verbinde. Eddie Murphy fand ich super cool damals. Aber um nochmal hier zurückzukommen, wäre meine Frage an dich, was verbindest du mit dem Film? Weißt du noch, wo du den das erste Mal gesehen hast? Ja, ich habe den auf jeden Fall im Fernsehen zum ersten Mal gesehen. Ich habe den damals auch zu der Zeit, wo man in die Fernsehzeitungen durchgesuchtet hat, um zu gucken, was könnte potenziell Interessantes laufen. Habe ich mir die alle 2 Wochen, wenn die rauskamen, habe ich mir die geschnappt und das komplette Programm durchgeguckt in den späten Abendstunden, was dann so gezeigt wird. Und da ist der mir aufgefallen, auch ich glaube wegen einer Fernsehwerbung einfach, weil ich gesehen habe, boah, was, hier alles voll 80s-Modus, Martial Arts Kämpfe, aber auch irgendwie was mit Geistern und so, das hat mich direkt interessiert. Dass der dann aber von John Carpenter war, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht realisiert. Ich habe den einfach damals als unterhaltsamen Alles-Film gesehen. So. Und erst viel später, wo man dann auch Halloween und diese ganzen Sachen durch hatte und dann auch mit John Carpenter sich vielleicht nochmal richtig beschäftigt hat, den dazu zu rechnen, war schon seltsam. Also das Ding war für mich direkt in Verbindung mit John Carpenter, mit dem Namen auch. Aber der ist jetzt, dann kam ja noch Starman. Der war davor. Und dann kam eben Big Trouble und danach die Fürsten der Finsternis und Sie leben. So, und die anderen Filme, die habe ich auch immer direkt, auch Sie leben, war bei mir auch ein Film, den ich sehr früh gesehen habe, aber der war auch direkt mit diesem Namen verbunden. Und Big Trouble in Little China gar nicht für mich. Der war komplett außen alleine stehend und der funktioniert echt toll. Ja, aber das geht mir auch Bis so. Heute. Ich habe auch lange nicht gewusst, dass der von Carpenter ist. Also damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da sowieso nicht. Aber auch als ich dann angefangen habe, mich halt mehr dafür zu interessieren und halt eben auch dann so irgendwie mal so Namen kennenlernt, hat es wirklich gedauert, bis dann irgendwann die Connection war, dass Big Trouble von Carpenter ist. Weil ich finde auch, der sticht auch in der Filmografie heraus. Ne? Also er probiert ja durchaus auch viel aus, aber der hat ja so, woran man ja wirklich irgendwie bei Carpenter als erstes denkt, sind Horrorfilme. Ja. Und da sind so eigentlich die Titel, die dann so, würde ich sagen, als erst Halloween natürlich, ist, würde ich sagen, so der erste Titel, der fallen wird. Das Ding aus einer anderen Welt. Und dann weiß ich gar nicht, welchen ich dann auch irgendwie als populärsten Film dann noch von dem nehmen würde. Ich würde sagen, auch Sie leben oder was später auch damit immer Verbindung gebracht wurde, ist auch Vampires natürlich, ne? Oh, den mag ich ja nicht, ne? Den mag ich richtig nicht. Der hätte so cool sein können, aber der ist einfach blöd. Aber der hatte sehr präsent immer den Namen des Regisseurs ja auch im Titel. Ja, aber gerade auch, weil das war ja so die Zeit Ende 90er, Anfang Nullerjahre, wo diese Filme rauskamen, wo Vampires rauskamen und Ghost of Mars. Ich weiß gar nicht, in welche Reihenfolge. Ich glaube, Ghost of Mars kam danach noch raus. Ne? Da tut mir direkt mein Herz weh. Ja, ey, absolut. Und weil das war, glaube ich, in der Videothekenzeit bei mir, waren das die Filme, die ich als erstes mit dem Namen in Verbindung gebracht habe. Da wusste ich noch nicht mal, dass Halloween von dem ist. Da war ich aber auch, weiß nicht, 12, 13, 14, irgendwie sowas. Ne? Ja. Und deswegen war der Name für mich auch erstmal so, okay, nicht cool irgendwie. Warum ist der da so prominent genannt? Weil die Filme sind richtig scheiße. Die haben vielleicht 1, 2 Szenen, die irgendwie cool sind. Ich muss sagen, ich habe mir Kein Blatt vorm Mund hier. Hä? Kein Blatt vorm Mund. Kein Blatt vorm Mund. Ja, ey, ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß, ich habe den irgendwann gerewatcht. Also beide gerewatcht irgendwann vor ein paar Jahren, als ich mir die ganze Filmografie von Carpenter angeguckt habe. Und die Setpieces an sich, die sind cool. Also die Optiken waren nice, weil das nur so diese Pre-CGI-Sache ist. Das habe ich im Kopf, dass mir das eigentlich gefallen hat. Aber die Stories waren so crappig. Auch die Charaktere fand ich dumm. Ich weiß, hier in Vampire gerade spielt ja, ach Gott, wie heißt der denn? Der Woods. Ne? Gott, wie heißt der mit Vornamen? John Woods? Nein. Ed Wood? Nein. Ja, fuck, wie heißt der denn? James Woods. James Woods, genau, richtig, James Woods. Den finde ich da so maximalst unsympathisch. Also so Ed Wood war besser. Bitte? Ed Wood war besser. Ed Wood war cooler, auf jeden Fall, ja. Ja, James Woods, ja. Und aber der hat bei mir einfach Bonuspunkte wegen den Cronenberg-Sachen.
Ja. Oder zumindest bei Videodrome, ne? Also. Der Schauspieler ist super. Ja. Der Schauspieler, ich mag den Schauspieler eigentlich auch total gerne. Aber in der Rolle finde ich den furchtbar. Ja. Und da spielt ja auch noch hier Sheryl Fenn aus Twin Peaks mit. Das habe ich damals natürlich auch nicht gecheckt, dass die das ist. Ist ja auch eine der wenigen großen Filmrollen, die bekommen hat. Aber das war alles irgendwie... Aber ich glaube, wir sprechen jetzt zu sehr über andere Filme. Wir sind so ein bisschen abgedriftet. John Carpenter ist halt so ein Triggerwort, wo wir dann direkt so bam, 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 da kommen 1000 Gedanken. Ich noch sagen möchte, welche John Carpenter-Filme ich auch lange nicht wusste, aber das wirklich nur ganz schnell nicht von ihm ist, Jagd auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase. Ja. Der ist übrigens auch, der ist gut. Vielleicht sogar mein Lieblings-Unsichtbarer Film ist. Wow. Das ist jetzt ein Statement, da müsste ich nachdenken drüber, aber also auch allein so, weil ich sehr damit verbunden bin, weil das, glaube ich, mein erster auch war, aber ne, um den soll es jetzt nicht gehen. Aber der ist auf jeden Fall auch, genau, der ist auch Carpenter. Und dann gab es ja auch noch Elvis. Und, den habe ich ja noch nicht gesehen. Und diesen Thriller auch aus den 70ern noch. Ich glaube sogar noch vor Halloween. Assault on Precinct... Nein, das ist ja ein Kinofilm gewesen. Ja? Der Thriller, den ich jetzt meine, der war ein TV-Film. Ja. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Der hat so einen Titel wie so die De Palma-Sachen, so irgendwas, irgendwas so, der geheime Zuhörer oder der geheime Stalker, irgendwie sowas. Ne? Irgendwie so ein random Titel in Deutsch. Ich komme jetzt gerade wirklich nicht drauf. Aber der war sehr gut. Den habe ich aber nicht gesehen, glaube ich. Also sagt mir gerade auch nichts. Ich denke mal nach. Ja. Können wir ja nächstes Mal irgendwann nachliefern. Ja, vielleicht gucke ich mal nach. Ich gucke das jetzt einfach nach. Ja, guck mal nach. Dann ja. brechen wir heute erstmals die Regel, nein. nicht ins Internet gehen während der Aufnahme. Ja. Aber ich habe auch irgendwie, weiß nicht, das haben wir ja so am Anfang so irgendwie festgesetzt. Mittlerweile denke ich mir auch so, wenn man nachgucken will, dann sollte man es tun. Ja, wenn man sich selber so Fesseln anlegt. Wir haben uns ja auch bewusst gegen einen Horror-Podcast entschieden, obwohl da ja sehr viel kommen könnte. Aber wir wollten uns ja die Grenzen eben nicht setzen. Ja, ne? Ja, genau, weil, also, ich weiß gar nicht, ob wir das schon irgendwann mal erzählt haben, aber so die Ursprungsidee war, dass wir Giallos und japanische weirde Filme nehmen. Daraus ist die Idee geboren worden. Und haben dann aber sehr, sehr schnell festgestellt, fuck it, warum eigentlich? Lass doch einfach irgendwie über alles sprechen, worauf wir so Bock haben. Und finde ich gut. Ja, also, weil wir wollten uns ja halt nicht zu nischig irgendwie dann auch festlegen. Und das ist auch gut so, weil so haben wir ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, über Komödien oder alles Mögliche zu sprechen. Ja. Und unter anderem der nächste Podcast wird ja auch ein Film sein, der eben nicht im Horrorgenre sich bewegt. Ja, sollen wir es sagen? Warum nicht eigentlich, oder? Ist doch egal. Ja. Oder geben wir einen Tipp? Ja, genau. Ist ein Musikfilm. Schon wieder, der zweite Musikfilm. Ja, und der diesmal, wie gesagt, nicht im Horrorbereich. So als Tipp, wer es weiß, wird es dann wissen. Es ist eine Story, die auf Tim Ripper Owens beruht. Ja. Das ist doch ein schöner Ja. Aufhänger. Und wer es weiß, weiß es. Genau. Also der Film, den ich meinte, der hieß Das unsichtbare Auge. Ah. So, und das ist wirklich wie so ein zusammengesetzter Würfeltitel eigentlich irgendwie. Der Originaltitel ist Something's Watching Me. Okay. Oder Someone's Watching Me. Und den fand ich auf jeden Fall richtig toll. Gerade wenn du diese De Palma-Sachen aus den 70ern auch magst, solltest du den mal gucken. Der war auch wirklich gut. Ja. Und Die Augen der Laura Mars. Hast du den gesehen? Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ah, ist auch so ein 70er Carpenter-Ding noch. War das dann aber vor oder nach Darkstar? Nach Darkstar. Okay. Aber vorher dem großen Durchbruch mit Halloween und The Fog. Ja. Ja. Wo du Elvis gerade erwähnt hast, da sollte man vielleicht noch sagen, das war die erste Zusammenarbeit von Kurt Russell und John Carpenter. Da kannten die sich dann schon. Den Film will ich auch seit Ewigkeit mal mir angucken, hab den noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, der hat ja, glaube ich, einen ganz guten Ruf bei den Elvis-Verfilmungen, oder? Ja, also ich glaube, ich habe noch nie was Negatives gehört dazu. Ja. Würde ich mal fast sagen.
Ja, dass John Carpenter und Kurt Russell sich da kennengelernt haben und dann ja auch schon mit Das Ding einen gemeinsamen Film gedreht haben. Der auch total gefloppt ist. Der auch unverständlicherweise gefloppt ist, weil heutzutage ist es einer der absoluten Meisterwerke. Auf den sich auch alle einigen können. Ja, da gibt es, glaube ich, auch keine Negativstimmen. Da sind sich alle einig, das ist ein absolutes Meisterstück. Außer vielleicht der Dude, der hier den Everything Wrong With Channel macht, der aber bei allem irgendwas zu meckern hat. Ja, genau. Ja, also das Gute ist auf jeden Fall, die beiden haben sich schon kennengelernt, die haben schon einen gemeinsamen Film gedreht und die haben schon bei The Thing gemerkt, das harmoniert, die können gut miteinander arbeiten, die kommen gut klar, die sind echt Buddies geworden. Mhm. Und das hat dem Film hier auf jeden Fall auch die Rolle zugetragen. Denn, wie wir ja, weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, aber ursprünglich ist bei der ersten Idee für Big Trouble, war das eher so ein bisschen in Richtung Western geschielt. Mhm. Ist dann ja auch in der Zeit angesiedelt gewesen. Ja, war eine ganz andere Story und sollte tatsächlich auch mit Clint Eastwood besetzt werden. Genau, war irgendwie ein Wunsch oder Jack Nicholson waren so Wünsche vom Studio. Ja. Und dann hat aber ein zu dem Zeitpunkt noch unbekannterer Typ die Story umgeschrieben und adaptiert und hat das in ein modernes Setting gesetzt. W.D. Richter. Genau. Mit der Begründung, dass Rosemary's Baby ja auch funktioniert hat, weil es in der Gegenwart gespielt hat. Und warum sollte das nicht nochmal funktionieren? Das war, glaube ich, so seine Prämisse. Und John Carpenter hat das Drehbuch gelesen und war sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, boah, das ist so wild, das will ich machen. Mhm. Und hat aber dann auch Kurt Russell mit ins Spiel gebracht. Genau, der wollte, das war auch wirklich seine First Choice. Ja. Kurt Russell hatte da auch Bock und Kurt Russell war aber noch so nett und hat Carpenter gesagt, so, ja, ey, alle meine letzten Filme waren so Box-Office-Bombs. Bist du sicher, dass du das mit mir machen möchtest? Ja. Und aber als das Studio da halt nicht mehr interveniert hat und irgendwie Zweifel angemeldet hat, da war der Weg frei. Ja, und das ist auch gut so. Ja. Weil ich finde, der spielt hier richtig toll. Das ist eine super Rolle für Kurt Russell hier. Absolut. Ich bin gerade am Überlegen, ob das vielleicht sogar der erste Film war, den ich mit ihm gesehen habe. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Stargate habe ich vorher gesehen. Aber egal. Aber ich finde auch, der ist super. Und wenn man sich den vorstellt mit irgendwie mit eben Jack Nicholson oder nicht Stargate. Clint Eastwood. Bitte? Du meinst aber nicht Stargate. Doch, Kurt Russell habe ich vielleicht zuerst... Darkstar. Kurt Russell habe ich vielleicht zuerst in Stargate gesehen. Ach so, echt? Das meine ich. Also der erste Film, den ich mit Kurt Russell bewusst gesehen habe, war, glaube ich, Stargate. Okay. Bin mir nicht so 100% sicher, aber ich glaube, es war Stargate, den ich das als erstes Mal, dass ich Kurt Russell wirklich irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Okay. Der war ja damals auch so... Der war ja nie so der Top-Action-Star. Ne? Da waren dann ja so Leute... Ich weiß nicht, ob sich hier noch irgendwer an die Limit erinnert. An so eine Zeitschrift. Da war... Ist das nicht diese Jugendzeitschrift? Das war so eine Jugendzeitschrift, ja. Gibt's die noch? Nein. Die gibt's seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht, mindestens. Die gibt's nicht mehr. Aber ne, da kam der natürlich auch vor, aber da waren so auf den Covern waren dann ja eher so hier Schwarzenegger, Stallone, Action, Bruce Willis, Mel Action, Gibson. Action. So, das war so diese Zeit halt, ne. Aber da war der auch irgendwie immer mit dabei, aber der war schon so, der bisschen weniger bekannter. Aber ich weiß, ich hatte auf jeden Fall eine Zeit, wo ich ihn sehr gefeiert habe und auch so, ey, an welchen Film, über den, da machen die, bei dem Audiokommentar haben die da ein paar Witze drüber gemacht. Den Film hatte ich komplett vergessen. Kennst du noch Captain Ron? Nee. Mit dem, das war eigentlich auch einer mal für hier TTP. Aber das ist so ein so eine Komödie. Da ist der mit so eine Familienkomödie. Ich wundere mich, dass du ihn nicht kennst, noch mit Martin Short. Und der hat da auch, ich weiß gar nicht, ob der da auch eine Augenbraue anhat, aber das ist eigentlich so voll der komische Familienkomödienfilm. Nee, kenne ich nicht. Das schreibe ich mir mal auf in meinen Kalender, dass es einen Film gibt, den ich noch nicht kenne. Ja, ohne Scheiß, ey. Das schreibe ich mir auch rein und erinnere dich jedes Jahr daran. Weil das war auch einer, der lief damals relativ oft im Fernsehen. Aber ich schweife wieder ab. Aber genau, Kurt Russell wurde dann halt gecastet und die waren dann beide sehr, sehr happy, dass das halt so war. Und
ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge das dann weitergecastet wurde. Es wurde am Anfang noch angedacht, dass eben die Rolle von Dennis Dunn von Jackie Chan gespielt werden soll. Das war halt so eine Überlegung. Aber die Produzenten meinen dann, dass das Englisch von Jackie Chan zu schlecht wäre und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass es eben Dennis Dunn geworden ist. Was ich auch cool finde, weil ich finde Dennis Dunn super sympathisch in dem Film. Und der liefert auch... Der ist super besetzt, der spielt das super. Aber eine Hammer stell dir trotzdem mal vor, was wäre denn der Film gewesen, wenn der mit dem Namen Jackie Chan auch noch beworben worden wäre? Ich weiß nicht, krass. Ob der damals schon so ein großer Name war. Ich meine, der war ja schon so mit Police Story und so, lief da ja alles an, aber der war nicht so groß wie heute, der Name. Doch, da waren die Knochenbrecher-Filme und so, hier diese Drunken Master-Sachen, die waren schon alle gesetzt, die waren schon alle angekommen. Aber war da schon so ein Name im Westen? Ja. Okay. Ja, gut. Wie auch immer, ist nicht passiert. Mhm. Kim Cattrall wurde dann ja auch noch relativ schnell gecastet, die da auch super passt. Für die war das ja auch cool, weil die kam ja vom Theater und hat sich mit dem Film im Prinzip das Theater so ein bisschen mitfinanziert, weil die gesagt hat, die hat keinen Bock mehr auf Kellnern. Und deswegen musste die aber jeden Tag auch, oh Gott, um 4 oder halb 5 oder so musste die vom Set weg, weil die dann halt direkt zum Theater weitergegangen ist. Also auch harter Einsatz von der. Und die passt da auch, finde ich, sehr cool. Also die füllt die Rolle von der Reporterin so mit der großen Klappe auch sehr gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die spielt wirklich auch solide, die spielt das lebhaft. Auf jeden Fall. Die hat eine gute Ausstrahlung, die ist toll besetzt und die könnte man vielleicht kennen aus so namhaften Filmen wie Split Second mit Rutger Hauer, Creature, Tod aus der Tiefe. Klingt super. Aus den 90ern. Das sind alles so natürlich die Blockbuster-Titel, die man mit Kim Cattrall verbindet. Ja, Police Academy. Ja, nicht irgendeine Serie oder so aus Ende der 90ern. Gab's sowas überhaupt? Ja, Sex in the City. Ja. Ich habe davon wenig gesehen. Ein paar Folgen. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ja. Aber ist auf jeden Fall, das war so eigentlich das Ding, wofür man sie mittlerweile wahrscheinlich die meisten Leute kennen. Ja. Aber genau, da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Nee, auf jeden Fall trotzdem super gespielt, super besetzt und ich hatte eben auch, während wir den geguckt haben, habe ich ja auch erwähnt, die Figur ist auf jeden Fall so ein bisschen angesiedelt wie bei Indiana Jones die weibliche Hauptfigur oder Indiana Jones 2. Die Marion meinst du aus dem ersten oder aus dem zweiten? Nee, aus dem zweiten. Gott, wie heißt die denn da? Die Sängerin. Ja, ist auf jeden Fall so eine ähnliche Figur. Wobei, die, finde ich, in Indiana Jones 2 ist die hilfloser. Also hier Kim Cattrall kann sich mehr wehren und ist weniger kreischig und ist auch eher treibende Kraft. Fair point. Ja. Dennis Dunn hat man jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt. Er ist super besetzt. Passt als Hauptfigur in den Film sehr gut rein. Ist auf jeden Fall da vielleicht noch, ist auch interessant zu erwähnen, weil der kämpft in dem Film sehr viel, aber der hat vorher keine einzige Martial Arts Technik oder sowas beherrscht. Der hat das am Set trainiert. Und das ist wirklich bemerkenswert. Ja. Weil, also wenn ich das nicht wüsste, also ich habe jetzt nicht viel Ahnung davon und kann das nicht professionell bewerten, aber das es sieht Hammer aus, was der da abliefert. Das sieht der wirklich hat aus, da wirklich richtig Energie reingesteckt. Ey, und ich finde, es sieht nicht so aus, als der das frisch gelernt hat, sondern man würde eher denken, ey, der wird schon irgendwie so seine Stunden da reingepackt haben, dass der da ordentlich trainiert hat. Es sieht Hammer aus. Ja. Also der kann das richtig gut. Und der war wirklich ein richtiger Pluspunkt, weil so wie ich das in Erinnerung habe von den Interviews und Gesprächen, als der nämlich dann gecastet wurde und dann irgendwie auch gelesen hat, dann gibt es eine große Bambule auf der Straße zwischen zwei verschiedenen asiatischen Clans und so. Und dann hat er in seinem eigenen Bekanntenkreis Leute angerufen und hat gesagt, ey, wir brauchen hier noch ein paar Darsteller, die kämpfen können.
Und die waren alle froh, und mit dabei zu sein. Und die hatten richtig Bock da drauf, alle. Weil alle anderen um ihn herum konnten nämlich kämpfen. Mhm. Und das ist auch in dem Film, das kommt nicht zu knapp. Also da gibt es wirklich viele Aufeinander-Konfrontationen. Und der fällt aber nicht auf, dass der das erst wirklich da gelernt hat. Aber trotzdem, zum Glück, hatte der dann neben vielen anderen asiatischen Darstellern, die man in dem Film platziert hat, sind ein Teil der ganzen Henchmen und so, sind alles aus dem Bekanntenkreis irgendwie dazugekommen. Ja. Und die hatten richtig Bock drauf. Ja, und ich finde, das merkt man auch, dass da die Leute Bock drauf hatten. Da fällt mir natürlich noch eine Studio-Interference ein. Ja. Bei dem ersten Gangfight, ne, wo dieser Trauermarsch auf eben die Leute von Lopan trifft, sollte eigentlich ja nicht klar sein, wer gut und wer böse ist. Zumindest sollte das nicht erklärt werden, sondern nur übers Bild, weil man da ja wollte, dass das dieser Blickwinkel von Jack Burton ist, der selber erstmal herausfinden muss, was ist. Und dann war aber auch so, ja, ey, wer sieht denn da gut und wer sieht böse aus? Wozu das erklären? Ja. Aber das ist sowas, das hat mich nicht so gestört, muss ich sagen. Das war mir, ist mir jetzt nicht, auch mit dem Wissen, dass es eigentlich nicht gewollt war, dass die da in dem Truck dann darüber reden, hat mich jetzt, ist egal. Nee, hat mich auch nicht gestört. Also ich würde sogar fast sagen, die Leute auf dem Trauermarsch, die alle hellere Kleidung tragen und dann kommen die Bösen oder die andere Mannschaft an mit schwarzer Kleidung, mit roten Akzenten und die sind auch direkt bewaffnet. Also für mich geht das schon sehr klar aus dem Bild hervor, wer da gerade böse ist. Genau das. Das war ja auch so gedacht gewesen, also überflüssig, aber genau, hat mich jetzt trotzdem nicht so gestört. Da in der Szene sieht man aber gerade auch noch so diese Western-Einflüsse, ne? Eben das soll ursprünglich ein Western sein. Und da haben die ja auch, ne, da haben die Colts, der eine da schön an den Seiten hängen und da sind so ein paar, also da sieht man diese Überbleibsel aus der Western-Zeit, sieht man da, finde ich, am deutlichsten dabei. Das ist ja auch irgendwie der erste große Kampf und da werden Schusswaffen die ganze Zeit benutzt, wo ich mich dann auch gefragt habe, das ist irgendwie so ein bisschen random gerade. Warum kämpfen die nicht vernünftig? Aber gerade da nimmt der Film ja auch, entfaltet der sein, okay, es ist das weird, ist so ein das ist jetzt hier Turning nicht so ein 0815-Film, sondern hier passieren weirde Sachen, das merkt man da schon so langsam. Absolut. Und die 3 Stürme kommen ja auch. Dann kommen nämlich die 3 Stürme, genau. Und vielleicht bringen wir bis jetzt mal kurz die Handlung rein, weil das ist ja wirklich sehr am Anfang. Ich bitte darum. Und die Handlung ist ja, man lernt eben Jack Burton kennen, wie der da halt, ne, in seinem Truck halt irgendwo hinfährt und dann spielt der um Geld da in Chinatown mit Dennis Dunn und da werden ja schon auch wichtige Sachen, ja, so ein bisschen das Foreshadowing fürs Ende ist da ja eigentlich schon, ne, die haben dann ja diese Wette alles oder nichts, dass der die Flasche mit dem Messer in 2 Hälften schneiden kann. Klappt nicht und Kurt Russell fängt dann ja das Ding und sagt dann ja schon seinen Satz dann, ne, hier, es kommt auf die Reflexe an. So, ja, genau. Nicht wortwörtlich, aber so inhaltlich. Ist später wichtig. Ja, klar, später wichtig, so ein kleiner Moment. Und genau, und die fahren dann beide mit dem Truck von Kurt Russell, unterhalten sich so ein bisschen, dann erzählt Dennis dann halt, ne, dass der hier Geld gespart hat, um seine Jugendliebe halt nach Amerika zu bringen. Und die fahren die halt am Flughafen abholen. Dort wird sie entführt. Und dann fahren die der hinterher, um die zu retten halt. Die wird da von irgendwelchen chinesischen, ja, weiß man da halt noch nicht, aber irgendwelchen mafiösen Gestalten, wo sich halt später rausstellt, dass die von Lopan beauftragt worden sind, entführt. Warum wurden die von Lopan beauftragt? Er sucht eine Frau mit grünen Augen. Die braucht er, um einen Fluch, quasi, der auf ihm ruht, zu brechen. Lopan sieht aus wie halb mumifiziert und kurz vorm Tod. Also ist halt auch, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie alt, 2000 Jahre? Etwas über 2000 Jahre. Ja, ne, das wird gesagt. Und eben, um den Fluch zu brechen, braucht er... Die sagen irgendwas wie 27 vor Christus oder so. Ja, ne, genau, irgendwie sowas. Und eben, um diesen Fluch zu brechen, muss der eine grünäugige Frau heiraten und die dann opfern, damit der halt leben kann. Und deswegen wird die entführt. Die fahren den hinterher und dann kommen die halt in so einer kleinen Seitengasse irgendwo in Chinatown zu dem Punkt, über den wir eben gesprochen haben, wo diese beiden Gangs halt aufeinandertreffen, die sich dann halt bekämpfen. Und dann kommen die 3 Stürme. Wind, Donner und Regen mit sehr coolen Entrances
Und spätestens Also dann... bis zu diesem Zeitpunkt hat man wirklich erstmal einen Gangkampf mit Schlagwaffen, Messern, Schwertern, allen möglichen asiatischen Waffen. Ja. Und dann kommen 3 Figuren ins Spiel, die aus dem Himmel herunterschweben. Alle seltsame Hüte, Hüte Anzüge, oder auch verkleidet irgendwie. Und sehr theatralisch. super theatralisch, aber super effektvoll auch dann auftreten und dann eben mit einem Fingerschnipp das ganze Feld da aufräumen. Ja, und die Szene, da haben wir uns ja auch beim Gucken schon so ein bisschen drüber unterhalten. Es ist, finde ich, super geil, wie die Kamerafahrten da sind, wie es da manchmal um Ecken geht. Und wenn wieder zurück, dass halt so diese Bambule, die dann da halt stattfindet, dass die dann immer weiter fortgeschritten ist und man dann solche Sachen, also und dass das halt so ein One-Take ist, das ist super geil. Weil die laufen dann da halt so ein bisschen rum, verstecken sich, wollen da ja eigentlich halt auch nichts mit zu tun haben und davor abhauen. Und aber kommen da halt nicht so recht raus und dann sieht man dann immer mal wieder, wenn man um die Ecken halt, wenn die Kamera fährt, ja, wie der Kampf halt fortschreitet. Ja. Dort sehen die dann auch oder treffen das erste Mal auf Lo Pan, den die direkt natürlich richtig einfach überfahren wollen, der aber das nicht mit sich machen lässt, ja. Und dann flüchten die halt und finden dann halt im Restaurant, wo Dennis dann halt arbeitet, erstmal Unterschlupf und da hat man dann auch erstmal nach der ersten Action-Szene so ein bisschen durchatmen. Kim Cattrall taucht dort dann auch wieder auf und dann wird die Story halt so vorangetrieben. Ja, genau. Und der Plan wird geschmiedet, dass Kurt Russell möchte seinen Truck zurück, weil der wurde geklaut. Da telefoniert er ja noch mit der Versicherung und Dennis dann möchte eben seine Liebe halt aus den Fängen befreien. Genau. Und also machen die sich auf den Weg in die Festung des Bösen quasi. Genau. Also auch sehr klassischer Quest im Prinzip. Ja. Die 3 Stürme waren ja auch sehr einflussreich, ne? Also popkulturell ist da vieles passiert. Also Raiden aus Mortal Kombat war da eine Sache, die da raus hervorgegangen ist. Shang Tsung war ja auch so inspired bei Lo Pan. Und Lo Pan ist ja in diversen Sachen halt über die Jahre referenziert worden. Ne? Ob es irgendwie bei irgendwie der Titel bei Rick and Morty war oder bei Regular Show oder so, oder hier bei einer von diesen neueren Turtles Serien gibt es auch irgendwie eine Folge. Echt? Ja, und zwar hieß die, warte mal, das ist mir nicht aufgefallen. Und zwar in der 2012er Teenage Mutant Ninja Turtles Folge A Chinatown Ghost Story. Die ist auch angelehnt an. Die habe ich nicht gesehen, das habe ich jetzt einfach gelesen und plapper das jetzt hier nach. Aber da bin ich vorsichtig. Ich glaube, die 2012er Variante ist so diese Nickelodeon ganz komische Ästhetik-Turtles. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Ja. Ich habe es eben nur gelesen, dass das halt trotzdem so in solchen Sachen dann halt auch mittlerweile dann oder 30 Jahre später dann halt auch aufgegriffen wurde, was halt auch zeigt, was für einen Stellenwert der Film dann doch bei Filmfreunden errungen hat. Der hat also unabhängig davon, dass der kein Marketing bekommen hat und dann auch dadurch gefloppt ist und alle Erwartungen gekillt wurden, alle waren unzufrieden mit dem Produkt. Ja. John Carpenter war unzufrieden, Kurt Russell war unzufrieden. Also nicht mit dem Produkt, sondern mit dem, wie der ankam halt und dem Marketing. Ja, genau, mit der Rezeption. Ne? Und ja, das hat dann auch wirklich dazu geführt, dass John Carpenter gesagt hat, ich habe jetzt die Nase voll, ich lasse mir hier nicht mehr reinreden, ich mache nichts mehr mit den Studios und den Produzenten, die mir dann sagen, was ich zu tun habe. Und ist ja dann wieder in kleine Produktionen gegangen. Ja. Genau. Aber das ist, also unabhängig davon, dass der halt nicht erfolgreich war, hat er einen immensen Kultstatus über die Jahre aufgebaut und das ist auch, also auch das, ich glaube, wenn man über Horror, Mystery, Action oder sei es halt auch Martial Arts und die 80er spricht, dann fällt der irgendwann. Der ist auf jeden Fall gesetzt. Ne, der gehört auf jeden Fall dazu. Der alleine auch von der ganzen Bildsprache, da sind unheimlich tolle Momente, die einfach einmal die 80er einfangen mit Neon-Schriftröhren und aber auch Explosionen natürlich, Practical Effects.
Aber auch dieses Trampolinkämpfe, Explosionen und aber auch diese ganze Ästhetik, die in dem Untergrund eingefangen wird, mit den chinesischen Sachen, goldene Statuen, überall sind Drachen und sowas, ist auch sehr, sehr toll. Also ich gucke ja gerne asiatisches Kino, ich habe auch schon viel gesehen aus verschiedenen Ländern und ich finde, der ist überhaupt nicht platt. Das ist wunderbar eingefangen und das ist nicht irgendwie nur genutzt, damit es cool aussieht, sondern das passt wirklich organisch da rein. Ja. Und ja, die Vorteile von Practical Effects, die kann man ja gar nicht hoch genug halt loben. Wir haben uns ja auch unterhalten, so das Bild der Blu-ray ist jetzt nicht wirklich schön. Also es ist sehr körnig, aber trotzdem sind die Sets einfach super geil. Ja. Die Masken sind super geil, die Kostüme sind super geil, die Kämpfe sind super geil. Ja. Die Blitze. Die Blitze. Das ist. Ey, kanntest du eigentlich zuerst Raiden aus Mortal Kombat oder kanntest du den Film zuerst? Ich kannte den Film zuerst. Ja, bei mir war es andersrum. Ich habe den schon relativ früh gesehen und da gab es Mortal Kombat noch nicht. Ich bin noch in der Jugendphase, wo Mortal Kombat irgendwann neu erschienen ist. Ich habe auch noch Street Fighter in der Arcade damals gespielt, bevor es das überhaupt für ein Heimsystem gab. Krass, bist du alt. Dankeschön. Ja. Nee, also ich erinnere mich aber auch gerne an die Werbung von Mortal Kombat und da wird die Raiden ja auch so ein bisschen eingebaut. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist das die, wo die dann mit an diesem Arcade-Automat stehen? Nee. Wo auch Kane kommt dann irgendwann? Oder nee, nicht Kane, wie heißt der mit dem Auge? Kano oder Kano. Kano, ja. Ja, das ist auf jeden Fall, siehst du so große Häuserschluchten in New York mutmaßlich, große Wolkenkratzer und irgendwo aus der Ferne ruft dann halt einer Mortal Kombat und dann laufen ganz viele Figuren los und laufen alle und treffen sich in der Mitte und stehen sich dann so kämpferisch gegenüber und das ist einfach episch hängen geblieben. Also, und da war halt auch eine Figur, die halt auch dran wie Raiden oder die Raiden war und wo ich dann auch irgendwann gedacht habe, so, Moment mal, ich habe doch schon mal einen Film gesehen, wo der vorkommt, aber ist nur darauf angelehnt. Ne? Ja. Ja. Ja, bei mir war es halt Schön. dadurch andersrum, dass ich halt Raiden zuerst kannte und Mortal Kombat zuerst. Dann war natürlich, ey, der Typ ist ja wie Raiden. So auch von dem Hut, der da natürlich hier noch in dem Film viel größer ist und aber halt diese Donnergott-Geschichte halt. War das eigentlich bei dir auch, kurzer Exkurs, bei Mortal Kombat so, dass das so verrucht war und so das verbotene Spiel? Ich weiß noch, ich war halt wirklich jung auch, als ich das gespielt habe. Wir haben das halt über den älteren Bruder von einem Freund von mir, der hat uns das natürlich verbotenerweise gezeigt. Wenn also der durfte zocken, wir durften zugucken, aber das war für uns halt natürlich super geil trotzdem. Ja. Und ich weiß noch, der Sub-Zero Fatality mit Kopf mit der Wirbelsäule rausreißen, das war wusch. Ja, das hat mein Gehirn gesprengt auf jeden Fall damals. Ja, und also tatsächlich war auch meine Lieblingsfigur Raiden. Einfach nur, weil die auch so ein mega Fatality hatte und der sich am Schluss dann hinstellt und dann so einen gezielten Blitz auf den Gegner losschießt und den Kopf zerplatzen lässt. Das fand ich immer großartig. Ja. Und ich hatte den Fatality damals auch drauf, deswegen fand ich das natürlich besonders toll, weil ich konnte mit dem auch gut kämpfen. Aber die Fatalities waren noch echt eine Sache damals. Ja, das war nicht so easy wie das stimmt, das stimmt. Da musste man wirklich teilweise 8 bis 12 Kombo-Zeichen hintereinander hinkriegen. Ja, so dass es auch wirklich was Besonderes war, wenn man den mal zu Gesicht bekommen hat. Absolut. Ich kann mich sogar noch dran erinnern, das war so eine Zeit, da hat man sich die dann auch noch notiert, mit Pfeilen, damit man die nachher weiß. Es gab kein Internet, wo man die nachgucken konnte. Ja. Oder irgendwelche. Im Spiel selbst war es auch nicht. Nein, drin. Gar nichts. Du musstest das rausfinden oder in Spielezeitschriften irgendwie mitkriegen. Ja. Und das war schon eine andere Zeit. Aber bei Mortal Kombat in der Heimkonsolenversion, sag ich mal, da fehlten ja auch Sachen, die waren ja schon zensiert und da war ja das Blut ja auch schon in Schweiß gewechselt. Zumindest in Deutschland. Zumindest auf dem Super Nintendo. Auf dem Super Nintendo habe ich es gar nicht gezockt.
Ich habe das auf dem PC gezockt. Und ich weiß gar nicht, ob das 1 oder 2 war, weil Reptile war der schon beim ersten? War Reptile schon da? Nee, der kam beim zweiten, ne? Genau. Und dann habe ich den zweiten, weil Reptile war dann ganz lang, als er noch wie ein Ninja aussah. Mein Lieblingscharakter. Davor waren es immer so entweder Sub-Zero oder Scorpion, also halt, ne, wirklich die Ninjas. Und von Reptile, da war ich immer stolz, weil das war der einzige Fatality, den ich so richtig aus dem FF konnte. Den musste man aber auch erst freischalten, ne? Ich meine auch. Ja. Den musste man freischalten. Und das war dann das Besondere. Der kam dann manchmal so, kam ja im Hintergrund, wenn man gekämpft hat, so, ne, so vorgelugt, irgendwelche Charaktere, die man noch nicht hatte halt. Ja. Und da war das so, ich weiß nicht, wie das erstmal gesagt, ein grüner Ninja, oh mein Gott. Also, ich kann mich auf jeden Fall noch gut dran erinnern, weil Mortal Kombat 1 hatte dann schon quasi einen Namen voran, bevor das überall verfügbar war. Dann gab es aber, wie gesagt, auch zensierte Versionen. Und bei Teil 2, da ging das so extrem weiter von den Fatalities und von den blutigen Sachen, die da passieren. Da haben die das einfach sein gelassen. Ja, das hat keinen Sinn mehr gemacht, das irgendwie zu verändern oder rauszunehmen. Und deswegen waren der zweite und der dritte dann auch explizit indiziert. Und nur der erste in der Zensurversion verfügbar hier in Deutschland auch. Ja. Witzig, ey, wenn man das so vergleicht auch mit den aktuellen Fatalities, ich habe mir letztens irgendwann mal so eine Compilation angeguckt, wie handsam die verglichen waren. Jetzt ist es ja so over the top, übertrieben, absolut, dass ich auch sagen muss, dass mich das gar nicht mehr abgeholt hat. Ja. Das ist für mich zu drüber. Ja, ich frage mich, ob wir vielleicht unser Intro zu lang gemacht haben und 20 Minuten über einen Film gesprochen haben, nur um dann bei Mortal Kombat zu landen. Eindeutig. Scheiß auf den Film, Junge. Nee, ich glaube, wir sollten da wir sollten wieder zurückkommen, genau. Wir haben jetzt ein bisschen den Schlenker genommen. Aber genau, wir waren dann halt bei der Story waren wir jetzt so weit, dass die da gerade in dem Restaurant waren. Und da ist auch übrigens kommt sehr geil zum Vorschein, dass Jack Burton geplant war ihm, dass der halt so ein bisschen so der Dummi ist halt, ne, weil die reden da ja, die kennen sich da ja schon alle Charakter und wissen alle so irgendwie, zumindest irgendwie zu 90%, was abgeht, und der dann ja immer so da schön in diesem Bademantel noch, im genau. Moment mal ein bisschen langsamer, ich komme hier vor, als wäre ich hier ein Außenstehender, so, und das ist so, ja, Junge, du bist ein Außenstehender hier gerade. Ja. Und der checkt das halt aber alles nicht. Und genau, und dann schmieden die ja den Plan, wie die Liebe von, wie heißt die eigentlich? Die Liebe von Dennis Dunda. Mei Ling? Irgendwie, habe ich gerade nicht parat. Ja. Egal. Wie die befreien sollen. Und die wird halt in so einem Bordell gefangen gehalten. Ja. Und Kurt Russell mit wunderschöner Clark Kent Gedächtnisverkleidung, irgendwie gekämmte Haare und große Brille. Geht da damit halt er nicht auffällt, darf er dann da rein. Genau. Und bevor die befreien können, kommen halt dann die 3 Stürme. Schön durch die Decke, ne? Da wird die Decke richtig schön weggerissen. Ja. Und dann kommen die da halt hin. Ja, also effektspektakelmäßig richtig toll. Die Effekte sind von Richard Edlund. Der hat mit dieser Produktion mehr oder weniger, auch wenn die nicht erfolgreich war, der hat aber trotzdem damit einiges Interesse auf sich gezogen, weil die Effekte sind ja wirklich durchweg super gemacht. Ja, ich finde, die sehen auch immer noch spitze aus. Und der hat unter anderem dann später sogar bei Jurassic Park und so bei den Effekten mitgemacht. Und bei Zurück in die Zukunft. Okay, also der war wirklich bei der Top oberstes Regal. Genau, der hat es damit auf jeden Fall ins Big Business geschafft. Ja, zu Recht. Wir hatten eben die Angebetete von Dennis Dunn erwähnt. Die Darstellerin weiß ich jetzt nicht vom Namen, aber die hat wirklich eine ganz kleine Rolle und die wird von einem Model dargestellt, einfach damit die auch dieser Ästhetik entspricht. Ja, sieht man. Und aber Lopan wollte ich noch erwähnen, James Hong. Den haben wir sträflich wenig gesprochen eigentlich. Genau. So ein bisschen, ne? Weil der ist nicht nur, das Design ist super geil, wie der zwischen alten, gebrochenen Mann im Rollstuhl und diese fully Halbgott, Bösewicht. Ja, also alles, das sieht alles super aus und man denkt sofort, wenn man den sieht, so okay, das ist der Endgegner, ja. No joking around. Also das ist alles großartig gemacht, aber auch
der Darsteller, der bringt das auch wirklich. Mhm. Und der hatte da auch richtig Spaß dran. James Hong. Hong. Und der hat auch, ich glaube, in weit über 100 Filmen hat er Den kennt mitgespielt. man aus vielen Sachen. Auch hier bei Wayne's World ist er doch der Vater von Tia Carrera. Genau, oder? genau. Ja. Und der kommt aber eigentlich aus dem Stand-up-Bereich. Also der ist eigentlich eher so ein witziger Dude. Der hat aber Kommt hier den Film nicht so rüber. Der hat aber auch in einem neuzeitigen Film, der vielleicht mal irgendwann besprochen wird, ist Everything, Everywhere, All at Once. Oh, den mochte ich sehr. Der war cool. Der ist wirklich fantastisch Der ist und der ist ja richtig geil. auch so eine Art All-Star Cast mit asiatischen Darstellern, die in Hollywood das irgendwie geschafft haben. Und da spielt er natürlich auch mit. Da Ja. spielt er auch den Familienvater irgendwie. Oder den Opa. Ja. Da ist er mir noch zuletzt irgendwann aufgefallen. Da sind ja auch unheimlich viele besetzt, die früher schon mal in Hollywood groß waren. Ja. Ja, und natürlich Victor Wong nicht zu vergessen, der ja auch am Anfang für diese Exposition genutzt wird, um Jack Burton als Held zu beschreiben. Und der dann auch so ein bisschen immer in die Geschichte einführt, im Laufe des Films immer mal wieder so ein bisschen die Lore erklärt, worum es hier eigentlich geht, der auch so Zaubertränkchen dabei hat und irgendwelche explodierenden Sachen, die der irgendwo hinwerfen kann. Den sollte man auf jeden Fall auch erwähnen, den hat jeder schon mal gesehen, würde ich mal unterstellen. Ja, würde ich das auch ist auf jeden Fall auch einer der asiatischen Darsteller in Hollywood, die es geschafft haben, einfach durch ihr Auftreten sind die präsent einfach im Kopf. Und den kennt man auf jeden Fall unter auch als den Verkäufer in dem asiatischen Laden in Gremlins. Und ja, ansonsten. Ist der nicht sogar bei Auf der Suche nach dem goldenen Kind? Auch der Onkel, oder bringe ich da gerade was durcheinander? Der Onkel. Die heißen ja alle immer der Onkel. Der Onkel, genau. Ja, nee. Der kam ja zur gleichen Zeit, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber der hat auf jeden Fall auch bei Bloodsport hat er mitgemacht. Mhm. Und, wo man den vielleicht auch noch vergessen hat, aber der ist da auch eine coole Rolle, ist bei Tremors. Im Land der Raketenwürmer spielt er nämlich auch den Typ. Den Ladenbesitzer, Den ne? Ladenbesitzer, genau. Oh ja, den müssen wir eigentlich auch irgendwann mal machen. Ja. Das ärgert mich jetzt mit hier Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ich habe mein Handy als regelbewusster und treuer Bürger dieses Landes extra weit weggelegt und kann jetzt nicht aufstehen. Ey, guck das doch mal nach jetzt, wenn wir hier jeder macht, was er will, dann guck das mal nach, weil irgendwer aber ja, du hast recht, die sind aus dem gleichen Jahr, vielleicht vertue ich mich hier gerade hart. Ja, auf jeden Fall hat er dann ja auch bei dem nächsten John Carpenter-Film, Die Fürsten der Dunkelheit, hat er auch wieder mitgespielt. Ja. Da spielt er ja auch einen von den Wissenschaftlern. Mhm. Und ja. Ja, der macht die Rolle. Ich finde, der hat halt so der hat eine coole Ausstrahlung, weil der hat so ein bisschen sowas von so einem weirden Kauz, aber sowas sehr Herzliches. Doch, und die spielen beide sogar bei Auf der Suche nach dem goldenen Kind mit. Also Victor Wong und James Hong. Ha! Siehste! Ha! In your face. Ja, Internet for the win. Ja, hast recht. Aber das ist schon was länger her. Also den habe ich sogar mal im Kino gesehen. Auf der Suche nach dem goldenen Kind? Ja. Ah, du Glücksschwein. Das war auch einer meiner Lieblingsfilme als Kind. Und den kannte ich aber Also auch ich nur habe den nicht aus- als Kind im Kino gesehen, aber ich gucke ja gerne so Retrospektiven in Kinos. Und dann lief der halt irgendwann mal. Genau. In irgendeinem Kino in Deutschland lief der mal. Hab ich den Irgendeinem gesehen. schmuddeligen, abgeranzten Hinterhofkino. Ja. Ja, sehr geil. Wo waren wir? Wir waren, vielleicht könnte man noch sagen, der Score. Der Score, ja, natürlich wie bei fast allen Carpenter-Filmen von Carpenter himself gemacht. Und ungewöhnlich die tiefe Stimme am Ende, ne, bei dem Song. Ja, Ja. Big Trouble Genau. in Little China. Also nicht Ist nur, halt dass von der dem. Score von John Carpenter gemacht wurde, der ja auch sehr, also nicht bei allen, ne? Also bei The Thing war es ja zum Beispiel Morricone, aber Ja, deswegen sag ich ja, bei fast. aber- bei fast allen. man weiß halt, John Carpenter hat seine eigenen Filme gescored, aber diesmal ja noch einen Ticken weiter, und zwar mit der Band Coupe de Ville. Mhm.
wo The John... Coupe de Vils. Vils? The Coupe de Vils? Egal, aber so. Ich meine, die heißen nur Coupe de Ville, aber Whatever ist auf jeden Fall auch eine Band, in der John Carpenter singt und spielt. Ja. Also hat er auch selber da reingebracht. Ja, und der Song ist halt auch ikonisch. Der Song ist catchy auf jeden Fall. Ja, absolut. Also ich hatte jetzt die ganze Zeit auch Ohrwurm davon nach dem Abspann davon. Und der ist auch sehr cool. Und wir hatten das ja auch schon während des Films, als wir den geguckt haben, gesagt, der Score, man merkt sofort, das ist John Carpenter, aber der hatte auch noch so diese schönen chinesischen Melodien oder so chinesisches Feeling halt mit reingebaut, sodass der dann halt doch auch aus den anderen Scores auch wieder dieses Element halt heraussticht. Und ja, fügt sich nahtlos ein in den Film und passt richtig, richtig gut. Was ist los? Du siehst gerade so ja, ich habe gerade aus. gesehen, dass ich meine Notizen durcheinander gebracht habe und nicht der Special Effects Typ hat später bei den ganz großen Sachen den Wurf gemacht, sondern der Director of Photography. Dean Candy. Okay. Der hat nämlich dann mit auf jeden Fall den großen Fuß in die Tür bekommen. Ja, okay. Wo wir schon dann beim Großfuß in die Tür kriegen sind, der W.D. Richter, der das Skript gerewritet hat, der war auch wohl zu der Zeit ein sehr großer Name und wurde oft für so Skript-Sachen halt angeheuert. Und der war der Regisseur von Buckaroo Banzai. Ja. Deswegen ja auch so eine Zeit lang irgendwie das Gerücht war, dass Big Trouble eine Fortsetzung davon ist. Ja. Aber das ist, keine Ahnung, wer da drauf gekommen ist, das ist halt Quatsch. Aber das Gerücht gab es halt irgendwie oder die Überlegung. Ja, und trotzdem ist es auf jeden Fall so, dass John Carpenter den schon vorher kannte. Kannte den privat. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht, dass die irgendwie sich kannten. Also in einem Interview sagt er tatsächlich, ohne den Namen zu nennen, sagt er, hat mich ein Bekannter angerufen, den ich damals von der Schule kannte oder so. Mhm. Und hat gesagt, hier, guck mal, ich habe da ein Skript überarbeitet. Geil. Also was auch für ein Zufall, ne? Ja. Ja. Ich will jetzt, ich sag mal, die Story müssen wir jetzt nicht bis zum Ende auserzählen. Man kann sich ja denken, was passiert, Ja. ne? Also es wird dann halt, es gibt Kämpfe und am Ende ist aber halt Happy End natürlich, ne? Ja. Viele Effekte. Viel Effekte, richtig geile, wuchsjahafte Drahtseilkämpfe, genau. Mit viel Springen, viel Schwertkämpfen, viel Geballe, viel Ballerei. Da auch übrigens, apropos Ballerei, auch um nochmal so zu zeigen, dass Jack Burton da man sieht es jetzt nicht, Mickey zeigt schon mit einer zum Maschinengewehr geformten Hand gen Decke. Irgendwann wird übrigens auch mal eine Kamera hier wahrscheinlich mitlaufen, sodass man mitgucken kann, wenn man will. Ja. Noch nicht, weil wir noch unsere plastischen, chirurgischen Operationen über unsere Gesichter ergehen lassen wollen. Und dann kann man nämlich sich auch davon überzeugen, dass ich wirklich meine Hand zu einem Maschinengewehr geformt habe. Genau, wie bei dieser Serie. Oh Gott, ey, kennst du noch die Serie, wo sich dieser Mann ins Auto verwandeln kann? Ja. Diesen roten Blitzer, ey, das... Oh, Teenbot, irgendwas. Das habe ich als Kind geliebt. Autoteen, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das seitdem auch nie wieder gesehen, aber das kommt mir gerade voll in den Sinn, weil der sich halt in den Autobahn war und da gab es ja auch diese... Wenn man diese Verwandlung gesehen hat, dann weiß man, wovon du redest. Ja, wie auch immer. Turboteen. Ich weiß es nicht. Müsste mal gucken. Egal, darum soll es nicht gehen. Auf jeden Fall vor dem großen finalen Battle, wo die halt den Love Interest von Dennis Dunn und auch Kim Cattrall befreien wollen, weil die dann in der Zwischenzeit auch entführt wurde. Vor dem großen Kampf Jack Burton richtig schön breitbeinig, vor dem Kampf schießt er in die Luft. Und dann zu zeigen, dass er ein harter Hund ist. Genau, ne, super cool. Und dann fallen dem aber halt aus der Decke halt irgendwie so abgeschossene Sachen auf den Kopf und dann liegt er erstmal so die Hälfte vom Kampf halt einfach nur nutzlos rum und ist ohnmächtig. Das war aber tatsächlich ein Drehbuchtrick, weil die hatten nämlich dann sich überlegt, okay, wir bringen jetzt die beiden Mannschaften in einen Raum, lassen die einen großen Kampf machen, aber wie setzen wir jetzt Jack Burton ein? Der kann nicht kämpfen, in irgendeiner Form jetzt, also Handkantenschläge und so meine ich, ne? Und die haben sich dann wirklich überlegt, wir müssen den außer Gefecht setzen und der wacht einfach dann wieder auf. So, und das war die Idee dazu. Ja. Die haben das bewusst so gemacht und dann haben die sich überlegt, dann noch einen Comedy-Aspekt so gleichzeitig mit abzudecken. Was aber auch die Figur wirklich untermalt nochmal, ne? Das ist auch so ein bisschen der trottelige Held
oder Sidekick. Ja. Und was auch noch eine witzige Idee oder eine witzige Sache ist, an die ich denken muss, ist, dass da gibt es eine Szene, wo Jack Burton, also Kurt Russell und Kim Cattrall, also Gracie, sich auf der Flucht befinden. Dann kommen die sich näher und die sind dann in einer Sequenz in so einem Aufzug und die hatten wohl noch 1,5 Stunden Zeit für die Dreharbeiten und in dem Aufzug kommt es dann zu einem Kuss und das ist der First Take, ist es geblieben und Kurt Russell hat sich dann beschwert und hat gesagt so, ey, Moment mal, wir haben noch 1,5 Stunden Zeit, so, wir können das gerne nochmal aufnehmen. Ja. Es muss perfekt sein. Ihr könnt das gerne noch von anderen Winkeln aufnehmen. Ja, so. ja, der Schlawiner. Nee, also das ist auf jeden Fall witzige Anekdote und dass der dann in der darauffolgenden Szene Mit dem Lipstick. mit dem Lippenstift, dann hat er nämlich, kommt in den Kampf kommt in das Büro von Lopan und hat dann diesen rot verschmierten Lippenstift im Gesicht. Das war tatsächlich Kurt Russells Idee. Ja. Der dann gesagt hat, wenn ich schon die Kussszene nicht so kriege, dann will ich irgendwas davon mitnehmen. So. Da hat Carpenter ihn übrigens sehr für gefeiert, Ja. weil der meinte, nicht viele Schauspieler zu der Zeit vor allem hätten so diesen Selbsthumor gehabt, dass sie sich so zeigen wollten. Geil. Und Kurt Russell hatte da halt gar kein Problem mit und thank God, weil das ist auch wieder so ein kleiner Lacher halt. Auf jeden Fall. Ne, der spielt das ja trotzdem komplett straight, weil die Figur weiß natürlich nicht, wie die aussieht. Ja, Ja, echt cool. Also das auch, dass der dann gesagt hat, das wäre eine coole Idee, wenn wir das so machen, dann möchte ich das haben. Und die das dann einfach in die Produktion mit eingenommen haben. So, das ist einfach super spontan entstanden. Und passt super zum Ton des Films. Ja. Weil, ne, der Film ist ernst gemacht, aber der will halt auch unterhalten. Ne, also das ist auch irgendwie ein Film, wo ich behaupten würde, der wollte, dass du Spaß hast, dass du Auf jeden einfach Fall. richtig, richtig Spaß hast bei dem Film. Auf jeden Fall. Und also John Carpenter und Kurt Russell hatten auch Spaß. Kurt Russell sagt auch, das ist eine wilde Achterbahnfahrt. Ich hatte richtig Spaß dabei. Ja. Und ich glaube, zitiere ich ihn, dass er gesagt hat, ich glaube, die Leute haben auch Spaß dabei, den zu gucken. Und das ist das, was man eigentlich erreichen will mit einem Film und der Art. Ne? Ja. Ich Ist finde auch ja kein Nachdenkfilm. Bitte? Ist kein Nachdenkfilm. Ist kein Nachdenkfilm, nein. Über die grundlegenden Sachen von Gut und Böse. Aber es hat natürlich auch, ne, so handlungsmäßig, es hat so diese archetypischen, es ist ja schon Gut gegen Böse Kampf auch, ne? Aber so schön eigen erzählt und eben mit viel Witz, mit viel Action. Ja. Einfach runde Sache. Und das ist halt auch so ein schöner, einer von diesen schönen Standalone-Filmen, der dann halt nicht in ein Franchise eingegangen ist, sondern es gibt genau den einen Film, der so ist. Stimmt. Und wenn du sowas sehen willst, musst du den gucken halt. Und das ist stark. Obwohl der sogar offen gelassen wurde, ob da nicht noch ein weiteres Abenteuer für Jack Burton entstehen könnte. So wurde es interpretiert, aber das war wohl nicht die Intention. Ne? Weil am Ende, wenn Jack Burton haut dann halt ab, fährt dann mit seinem Truck und macht seinen Podcast weiter und erzählt dann für irgendwen, der da in dem Umkreis gerade halt ist. Und da ist eines von diesen, was ist das, dieses haarige Monster, was auch immer das halt ist, hat sich da bei dem im Truck hinten auf der Ladefläche irgendwie versteckt und kommt dann halt raus. Aber das sollte wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, nur so ein Abschlussgag werden und war nicht gedacht, dass da ein Sequel kommt. Aber wenn der erfolgreich gewesen wäre, das sagen die ja jetzt, wer weiß, was die gemacht hätten, wenn der Film voll durch die Decke gegangen wäre, so wie die es antizipiert haben. Ja, genau. Vielleicht hätten die dann doch einen zweiten gemacht. Who knows? Die behaupten nein. Ja. Eine witzige Sache, die ich noch erwähnen wollte, die man nicht wissen kann, ist, dass der Darsteller Dennis Dunn nicht nur sich auf die Brust geschrieben hatte, ich lerne jetzt Martial Arts Skills sondern dass der auch die Aufgabe hatte in einer Szene, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wo der sich mit einem der Stürme gegenübersteht und der dann so die Augenbrauen hochzieht. Macht, fand ich als Kind ultra cool. Und das musste der trainieren. Ach. Der hat das erste Mal in seinem Leben die Augenbrauen hochgezogen, weil das da nicht gibt. Irgendwie. Okay. Das ist wirklich, das gibt es in den Interviews,
Und das hat er trainiert, damit er das für diese Sequenz machen kann. Bescheuert. Witzig. Voll bescheuert. Weil es ist ja wirklich nur hoch, runter, ne? Ja. Aber das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Wild. Dass das irgendwie so extra in Erinnerung geblieben ist, auch dem Cast. Ja. Ne? Ja. Ja. Ey, ich glaube, gefühlt sind wir langsam am Ende. Ich wüsste jetzt gerade auch gar nicht, was mir da jetzt noch so wichtig wäre oder was mir jetzt einfällt oder ob wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht. Nö, ich glaube, es passt. Reden auch gefühlt schon sehr lange. Ja. Ja, ey, cool, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und genau, und Micky und ich werden uns jetzt dran machen und Den nächsten Film gucken. Die Tim Ripper Owens inspirierte Verfilmung gucken, die ihr dann in der nächsten Folge mitkriegen werdet. Genau. So ihr denn noch Bock habt. Wovon Dann, ich jetzt ausgehe. Genau. Vielleicht habt ihr was Sinnvolles gelernt, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was macht er mit seinem Maschinengewehrarm? Das wollt ihr nicht sehen. Es ist verstörend. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So ist es. Tschaußen.